Jeder, der ihn das erste Mal nutzt, denkt sich, wow, warum sind die Scanner von Medaspis so viel schneller? Heute beantworten wir diese Frage und lüften ein paar unserer Geheimnisse. Viel Spaß! Alle sagen, Medaspis hat das schnellste FMD-System in Europa. Zu Recht, aber warum ist das so? Das fragen wir heute Ralf Degenhaus. Hallo Ralf. Hallo Dennis. Ralf, wenn wir über Scan-Geschwindigkeit sprechen, dann müssen wir in allererster Instanz über unseren kontinuierlichen Scan-Mode reden. Ja, der ist ganz wichtig. Kontinuierlich heißt, ich fange an zu scannen und höre erst wieder auf, wenn die Reihe fertig ist. Ja, einmal gedrückt, Laser ist aktiv, man rattert durch und ist fertig. Genau. Nicht immer drücken, kriege ich einen Lahmfinger. Zu Recht. Nur die halbe Miete. Ist nur die halbe Miete. Weil neben dem Scannen gibt es noch das Verarbeiten der Codes. Die Daten werden ja, wenn sie gescannt werden, mit unserem System in Echtzeit ans NMVS geschickt. Ja. Das verarbeitet die und die kommen wieder zurück. Jetzt ist es so, ich mache es nochmal. Ich scanne 16 Codes. Wir haben es vorher gestoppt, dauert 4 Sekunden. 16 Codes, 4 Sekunden. Diese 16 Codes im NMVS brauchen 5 Sekunden. Okay. Weil jeder einzelne Code braucht in der Gegenstelle, in der NMVS, 300 Millisekunden. 300 mal 16 ist 4800 Millisekunden, also 4,8 Sekunden. Da sind wir aber noch nicht fertig. Da kommt noch Internet dazu. Internetübertragungszeit, die kommt noch dazu. Internet ist schnell heutzutage, sagen wir mal um die 5 Sekunden. Ich habe also in 4 Sekunden gescannt, aber verarbeiten dauert 5 Sekunden. Also das heißt, wenn man keine Tricks anwendet, wartet man auf das NMVS, bevor man weitermachen kann. Normalerweise, man scannt, man wartet, man scannt, man wartet, man scannt, man wartet, man scannt, man wartet. Bei uns nicht. Wir kennen den Trick, wir scannen durch. Der Trick heißt Q. Q hat nichts mit James Bond zu tun, sondern Q ist ein IT-Fachbegriff und bedeutet Warteschlange. Wir haben hier also eine Warteschlange zwischen den Scan-Prozess und die NMVS geschaltet. Okay, also wir bedienen uns einer Warteschlange und machen dadurch das Scannen schneller? Ja. Erklärung bitte. Gerne. Durch die Warteschlange entkoppeln wir die beiden Prozesse des Scannens und des Prüfens. Okay. Ich scanne also einen Code, stecke den in die Warteschlange. Das NMVS wartet die ganze Zeit schon, sieht diesen Code, nimmt den mit und verarbeitet den. In der Zeit habe ich aber den nächsten Code wieder in die Warteschlange reingesteckt, den nächsten Code, den nächsten Code, den nächsten Code. Okay. Und das NMVS holt sich immer den vordersten, den ältesten und verarbeitet den. Sodass ich mit meinem Scan diese Warteschlange aufbaue und das NMVS durch die Verarbeitung die Warteschlange wieder kleiner macht. Okay. Die Prozesse des Scannens und des Verarbeitens sind ja in etwa gleich schnell. 4 Sekunden gegen 5 Sekunden. Aber diese Entkopplung gibt mir auf jeden Fall die Möglichkeit, so schnell zu scannen, wie ich will. Ja? Ich muss nicht warten. Wenn die NMVS mal ein bisschen länger dauert, weil Montagmorgen ist und jeder scannt, oder weil der Code, den ich gerade gescannt habe, ein ausländischer Code war und meine eigene NMVS diesen Code überhaupt gar nicht verarbeiten kann, muss nochmal woanders in einem anderen Land nachfragen, dauert ja noch länger. Ja. Alles im Millisekundenbereich, aber ich merke das beim Scannen. Summiert sich, ja? Bei uns nicht. Ich scanne. Der ackert. Die synchronisieren sich wieder. Alles ist gut. Wenn ich eine Reihe durch habe und mit meinem Scanner bis zur nächsten Reihe muss, die paar Millisekunden, die ich brauche für diese kleine Bewegung, in der Zeit ist das NMVS auch fertig und wir sind wieder synchron. Die ich gescannt habe und die verarbeitet sind, sind dann wieder gleich. Es geht also nur um Millisekunden, die uns aber auf Dauer immer ausbremsen. Und selbst wenn mich eine Millisekunde bremst, wenn es bremst, dann bremst es. So ist es. Und wenn ich dann wieder warten muss, dann muss ich wieder ansetzen. Das ist alles doof. Wir scannen und fertig. Ja. Magst du es mal zeigen? Einmal noch eine Runde scannen. Wir schauen direkt auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm, projizieren wir uns mal nach hinten, wie sich diese Warteschlange aufbaut. Ja. Wenn man jetzt in der Situation ist, dass der Scanner in Vollspeed durchscannen kann, aber auf der anderen Seite am NMVS gewartet werden muss. Genau.
Größe dieser Warteschlange wird angezeigt und das sehen wir jetzt. Reihe 1, Reihe 2 und Nummer 3. Reihe 3. Ja. Schauen wir uns direkt an. Gucken wir hier nochmal eben, dann kann man es ein bisschen erklären. Man sieht andauernd die grünen Haken. Klar, das Signal von der NMVS kommt zurück. Man sieht zwischendurch aber auch flackern immer diese Zahlen. Mal eine 1, mal eine 2, ganz selten mal eine 3. Das ist die Größe der Queue. Okay. Das Flackern kommt daher, weil das halt alles wirklich in Sekundenbruchteilen passiert. Aber Sekundenbruchteile auf Dauer halten mich eben auch auf. Und das ist das, was man guckt ja gar nicht beim Scannen auf dem Bildschirm. So ist es. Ja. Aber wir zeigen das an, damit man eben weiß, wo es lang geht und wie es funktioniert. Richtig. Und es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass es tatsächlich immer nur, und das haben wir gesehen, 1, 2, 3, also man ist ganz, ganz nah an der Echtzeit dran, um dann halt eben auch einen konstanten Scanfluss aufrechtzuerhalten. Richtig. So ist es. Ich scanne, die Daten gehen raus, die Daten gehen rein. Ob die jetzt eine Millisekunde früher oder später angezeigt werden, ist nicht schlimm. Ich bin immer noch in Echtzeit, aber dieses Ruckeln, was man sonst hätte, dass man wartet und wartet und wartet, das ist dann weg und wir können ganz kontinuierlich weiter scannen. Sehr stark. Wir haben das untersucht, nicht nur an 16 oder 32 Codes, sondern wir haben Milliarden von Codes bei uns im System und können das zeigen. Hier ist eine Übersicht von einem typischen Scan-Prozess. Jeder Zacken ist ein Scan. Okay, Eigentlich aufgetragen ist die Zeit, die zwischen zwei Scans vergeht. Man sieht aber zwischen den Scans ganz wenig Zeit, klack, 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 klack. Dann kommt ein bisschen längerer. Das ist der Sprung in die nächste Reihe. Dauert ein klein bisschen länger, kann man grafisch darstellen, kann man messen, kann man dann darstellen. Also ganz klares Muster, Scan, Reihe, Scan, Reihe, Scan, Reihe. Die Lupe hilft einem so ein bisschen, das zu sehen. Der etwas größere Zacken, der hier kommt, ist ganz klar, der Karton oder die Lage im Karton ist fertig. Ich nehme die Packung raus und scanne die nächste Lage. Okay. Oder ein Kartonwechsel, wie auch immer. Man sieht also, diese Analyse ist ganz eindeutig. Wichtig ist aber, jeder einzelne Scan ist immer gleich schnell. Ja. Und damit, mit dieser Queue, mit diesem Hightech-Produkt, was wir hier eingebaut haben, ist der Scan-Prozess total beherrschbar und berechenbar und kann natürlich in meine ganzen operativen Tätigkeiten, die ich so habe, eingebaut werden und ich kann mich immer darauf verlassen, wenn gescannt werden muss, wird gescannt und ich muss nicht auf irgendwas irgendwo auf der Welt warten. Scannen funktioniert immer. Ja. Unabhängigkeit, Stichwort Nummer 1. So ist es. Vielen, vielen Dank, Ralf. Wieder was gelernt. Gerne. Beim nächsten Mal gucken wir uns ein weiteres wichtiges Thema auch in dem Bezug an. Das sind Offline-Funktionen. Ja, offline ganz wichtig, also wenn das Gerät plötzlich nicht mehr im Internet ist, weil die Daten werden ja konstant weiter übertragen, hat man in der Kühlzelle. Stimmt. Zum Beispiel, man geht in die Kühlzelle, da ist kein Internet, trotzdem muss Scannen funktionieren, haben wir auch gelöst. Schon in der Videobeschreibung verlinkt, anschauen, ganz wichtiges Thema und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!